Hallo liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute geht es wieder um das Thema, wie schütze ich mich im Winter vor der Kälte oder wie mache ich meine Vespa winterfest für die Fahrt. Ihr seht schon, ich habe jetzt ein großes Windschild verbaut. Da hatte ich auch schon mal einen Test drüber gemacht. Das ist natürlich das Optimale, wenn man sich im Winter vor Fahrtwind und vor schlechtem Wetter schützen möchte. Ist natürlich beim Fahren jetzt ein bisschen ungewohnt. Man guckt durch eine Scheibe durch, sonst hat man ja den freien Blick. Ist aber sehr klar, also man kann alles gut sehen. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden, denn das hält wirklich den kalten Fahrtwind ab. Und wir hatten ja jetzt schon einige Tage, wo es dann morgens wirklich nur 4, 5 Grad war. Da macht es dann doch eine ganze Menge aus. Ja, die zweite Sache, die ich euch noch vorstellen will heute, ist, ihr seht hier unten die Beindecke, eine Tucano Urbano. Ganz, ganz toll. Ich habe hier die Tucano Urbano Pro. Ich stelle euch die gleich mal im Stand noch mal ein bisschen vor, damit ihr seht, wie die genau aussieht. Zeige euch auch kurz, wie die montiert wird. Das ist ganz, ganz leicht, geht ganz, ganz fix. Und das ist natürlich eine Sache, ich bin ja jetzt schon mal eine längere Strecke mitgefahren, als es wirklich, wirklich kühl war. Und das macht ganz viel aus. Also da ist man komplett vom Wind geschützt. Ich zeige euch nachher noch mal die Vorteile, was speziell diese Decke hier für Ausstattung hat. Und auf jeden Fall ein Utensil, was man für den Winter gut benutzen kann. Denn viele in Italien oder in südlichen Ländern, die jetzt das ganze Jahr überfahren, montieren sich auch solche Decken. Schützt vor Witterung, ist natürlich auch regenfest und schützt extrem vor der Kälte. Also man kann darunter wirklich mit einer Jeans fahren. Gar kein Problem, muss sich also nicht Winterkleidung anziehen, die ja meistens etwas sperrig ist, wo man damit auch nicht ins Büro möchte oder so. Also für Winterfahrer eine ganz tolle Sache. In der letzten Folge habe ich euch ja schon die Heizgriffe vorgestellt. Das sind diese hier. Auch ganz, ganz toll. Ich mache sie mal an, dann seht ihr es. Wir haben hier eine 5-stufige Regulierung bei den Heizgriffen. Mit diesem Knopf, der auch mit Handschuhen ganz, ganz toll bedienbar ist. Und das macht wirklich eine Menge aus. Man hat dann auf jeden Fall warme Hände. Und durch das große Windschild hier ist jetzt der Handbereich auch vom Wind geschützt. Also so kann man mit einer Vespa durchaus auch in der kalten Jahreszeit fahren. Wenn es jetzt nicht gerade viel Schnee hat oder Glatteis draußen ist, ist das eine ganz tolle Sache. Ja, ich zeige euch gleich mal im Stand jetzt, wie das Ganze aussieht und was das für Funktionen hat, sodass ihr mal so ein bisschen seht, was man mit dieser Beindecke alles machen kann. So sieht das Ganze nun aus. Vorne das hohe Windschild, sehr, sehr praktisch. Das hält den Wind also wirklich perfekt weg. Dann hatte ich euch ja letztes Mal beim Einbauvideo schon gezeigt. Die Heizgriffe, die hier vorne sind, die machen wirklich viel Sinn. Man hat schön warme Hände. Und dadurch, dass das Windschild ja jetzt hier vorne rumgeht, haben wir natürlich auch ein bisschen Windschutz an den Händen, was dazu führt, dass es also sowieso gar nicht so extrem kalt wird. Ja, dann der Beinschutz von Tucano Urbano. So sieht das Ganze jetzt von außen montiert aus. Ich zeige euch gleich mal, wie man dann darauf sitzt und wie die Beinposition ist. Aber ihr seht, das ist komplett der Beinbereich bedeckt. Geht dann auch oben über die Oberseite. Man ist also komplett vor Regen und auch vor Wind geschützt. So, vielleicht mal zu den Anbaumaßnahmen, wie das überhaupt gemacht wird. Ich mache nochmal ein separates Video darüber, damit ihr das genau seht. Aber jetzt mal kurz erklärt, es ist in 5 Minuten höchstens gemacht. Wir haben hier oben ja die Schrauben, wo die Servicekappen drin sind. Die nimmt man einfach raus. Da sind dann bei der Beindecke etwas längere dabei. Das heißt, da fängt man an. Man schraubt das erstmal hier oben mit diesen beiden Halterungen in die Wartungsklappenlöcher rein. Dann geht es hier unten weiter. Das wird dann einfach hier vorne rumgelegt. Genauso auf der anderen Seite. Einfach hier vorne langlegen. Es ist ein bisschen verstärkt hier vorne. Das sieht man hier. Und dann sind hier unten so ein Haken, den hakt man einfach hier hinter ein. Da seht ihr den. Kleiner Haken, hier einhaken beim Gitter ins Metall. Dann festziehen über diese Festziehgurte, sodass sich das Ganze hier schön ranzieht. Und das war's schon. Und eine Halterung ist noch unten. Da sind auch noch mal, da seht ihr es, auch noch mal ein Haken beidseitig, der eingehakt wird. Und dann einfach auch über diese Spanngurte hier festziehen richtig, dass sich das Ganze ranzieht. Hier unten sind solche Gummiösen, damit man die Bänder, damit die nicht rumflattern. Und dann ist das Ganze schon fertig. Also theoretisch eine 3-Punkt-Halterung. Einmal dann hier
am Lüftungsgitter hinten zweimal und oben die Schraube und schon ist das Ganze fest. Also es dauert 5 Minuten und das Ganze ist dran. Also sehr, sehr schnell zu montieren und wieder abzumachen. Im vorderen Bereich haben wir jetzt hier nochmal eine Öffnung. Das hatte ich vorhin erzählt. Darunter, seht ihr, da sitzen die Lüftungsgitter. Da kommt also die warme Luft raus. Und wenn es jetzt unten drunter zu warm wird oder ihr halt Sorge habt, dass sich der Motor überhitzt, weil keine Abluft mehr da ist, dann kann man hier aufmachen und die warme Luft wird dann hier rüber abgeleitet. Einfach öffnen, dann kann man das ein bisschen nach innen legen und dann geht die Luft hier auch wieder raus. Ich lasse es natürlich, wenn es richtig kalt ist, gerne zu und dann wird die warme Luft nach innen geleitet und das ist dann natürlich fantastisch. So, diese kleinen Badges hier, einmal das Tucano Urbano Logo und auch diese Streifen hier, wo Thermosud steht, da steht nochmal Pro, die sind auf jeden Fall reflektierend, genauso wie die Nähte, also man wird nachts auch ganz, ganz toll gesehen. Da steht es nochmal, Waterproof Certified, also das Ganze ist wirklich wasserdicht. So, hier unten haben wir dann einen Lufteinfüllstutzen, der durch Schrauben auf und zu gemacht werden kann. Hier könnt ihr dann diesen Bereich aufpumpen. Der dient dazu, dass das Ganze ein bisschen an Stabilität gewinnt und dann die Decke nicht so rumflattert, wenn man jetzt auf der Landstraße oder bei höheren Geschwindigkeiten fährt. Funktioniert auch super, also dadurch wird das Ganze ein bisschen stabilisiert. So, dieses Teil hier unten, wo die Verstärkung drin ist, die könnt ihr auch abnehmen. Hier unter seht ihr einen Reißverschluss, den man öffnen kann. Hier vorne ist noch Klett. Und wenn man das öffnet, kann man den ganzen Bereich hier unten abnehmen, sodass dann nur dieser obere Teil stehen bleibt, der dann immer noch gut vor Regen und allem schützt. Aber es ist halt nicht mehr ganz so schwer und nicht mehr so stabil und deckt dann wirklich nur noch so den oberen Bereich der Oberschenkel ab. Kann man also auf jeden Fall sehr gut variieren, das Ganze. Wenn wir jetzt von oben schauen, haben wir einmal hier oben eine Halterung. Da gibt es eine spezielle Handyhalterung, eine Smartphone-Halterung, die man hier mit einer Schraube dann anstecken kann. Also da wird von unten gegengeschraubt, eine kleine Halterung, dann kann man eine Handyhalterung, eine wasserdichte raufstecken, ganz, ganz praktisch. Dann kann man sein Mobilfon da hinpacken und während der Fahrt sein Navi da nutzen. Auf dieser Seite haben wir eine Klappe, die ist so ein bisschen mit einem Gummiband federnd gelagert. Hier oben auch alles ein bisschen fester gemacht. Da komme ich jetzt unten ans Zündschloss und an die Öffnung für die Sitzbank ran. Wenn es zu ist, auch gut geschützt. So, hier ist noch ein Bereich, den man dann so nach oben machen kann oder man legt ihn auch unten runter. Der dient dazu, dass wir uns so ein bisschen im Bauchbereich schützen können vor Wind und Wetter. Innen drin auch ganz praktisch, wenn man jetzt hier öffnet. Gut, einmal ist ein Band, ja, kann man sich dann oben um den Hals machen, sodass diese Bauchdecke sozusagen, diese Schürze, dann oben am Hals befestigt ist. Ist aber trotzdem, wenn jetzt eine Gefahrensituation ist, so, dass hier sieht man es, das Ganze nur geklettet ist. Das heißt, im Gefahrenfall, wenn dann hier dran gezogen wird, reißt das Ganze hier auf durch diesen Klettverschluss hier unten und man hängt dann nicht an der Decke fest, was ja nicht so praktisch wäre. In diesem Fach ist dann auch nochmal eine kleine Überdecke für die Sitzbank. Könnt ihr hier hinten rüber machen, wenn ihr steht. Sollte es mal regnen und wenn er dann zum Fahrzeug kommt, ist die gesamte Sitzbank trocken und man holt sich keinen nassen Hintern. Sehr, sehr praktisch. So, hier seht ihr das jetzt schon, da ist nochmal ein Reißverschluss, der zu einer großen Tasche führt, die hier innen liegt. Die ist auch wirklich sehr groß, da kriegt man eine ganze Menge rein. Kann man also seine Papiere, Karten, was auch immer man bei der Fahrt benötigt, reinpacken. Sehr, sehr praktisch. Wasserdicht natürlich, kann nicht feucht werden. Also auch nochmal eine tolle Geschichte. Dann geht es weiter. Ihr könnt, wie ihr hier seht, dieses ganze Innenfutter, dieses hier, was sehr dick gepolstert ist, kann man rausnehmen. Das ist hier geknöpft und dann mit Klettverschluss einfach an dem oberen Teil befestigt. Und das lässt sich dann abnehmen in Verbindung mit dieser Luftverstärkung an der Seite. Und dann habt ihr nur eine kleinere Decke, die etwas dünner ist natürlich, aber natürlich auch viel leichter und nicht so sperrig und stört auch nicht so viel. Also sehr variabel das Ganze. Man hat also einerseits die Wintermöglichkeit mit Verstärkung und inneren Polstern nochmal. Ich kann es ein bisschen nach vorne nehmen, hier seht ihr das ist schön gemacht. Ganz, ganz warm. Ein weiteres praktisches Feature der Decke ist hier unten diese Schlaufe. Das ist ein Stahlseil, was eingearbeitet ist in die Decke.
Das heißt, wenn ihr euren Roller jetzt irgendwo anschließt und das Risiko vermeiden wollt, dass ihr euch die Decke abbauen, ihr habt ja gesehen, es geht sehr schnell ran, also auch sehr schnell ab, dann einfach hier ein Schloss durch und die Decke ist geschützt vor Diebstahl. Sehr, sehr praktisch. Ja, verarbeitet ist alles wirklich toll. Hier seht ihr mal diese innere Polsterung, die isoliert wirklich gut, ist schön dick, nimmt also gut die Kälte weg. Hier unten ist nochmal ein Reißverschluss. Da kommt er dann an diese, da seht ihr das, an dieses Luftkissen ran. Das lässt sich auch austauschen, also sollte das mal kaputt gehen, bekommt man das bei Tucano Urbano als Ersatz. Einfach wieder verschließen und dann ist das Ganze wieder abgepolstert. Wenn man das halt nicht möchte, kann man hier die Luft auch rauslassen und dann ist das ein bisschen weicher wieder die Seite. Also viele Funktionen, sehr flexibel die Decke, schnell an- und abgebaut und ich finde, das ist für den Winter eine ganz, ganz tolle Sache. Schützt euch vom Wetter, schützt euch vor der Kälte. Gut, optisch, ja, verliert die Vespa jetzt ein bisschen ihre Form, aber ja, das ist halt für Leute, die was Praktisches brauchen. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze dann aussieht, wenn man drauf sitzt. Also aufsteigen ist an sich relativ simpel. Einfach die Decke ein bisschen zur Seite, Bein runter und schon ist man drauf. So, dann kann man sich das Ganze, wenn man dann drauf sitzt, ein bisschen ranziehen. Und ihr seht, das geht wirklich hier an den Oberschenkeln bis ganz nach hinten durch diese zusätzliche Verstärkung hier, wenn man das unten dran lässt. Wenn man das jetzt hier abmacht, dann hat man also nur den kleinen Teil. Der lässt natürlich unten dann mehr Luft, hört dann hier auf. Geht sicherlich auch. Also ist immer die Frage, wie kalt es ist. Das ist dann dieser Brust- und Bauchschutz, der dann bis hier oben geht, den man dann über eine Halterung noch am Hals festmachen kann, damit er nicht rumwabbelt. Nimmt natürlich hier vorne auch nochmal alles weg. Wäre jetzt, wenn man die große Scheibe hat, natürlich nicht so notwendig, weil da kommt dann eh nichts durch. Ich würde mir den dann immer nach innen legen, also sprich nach innen klappen und dann ist er hier weg. Und dann hat man nicht dieses Rumgebammel hier vorne. Ansonsten komme ich dann hier vorne wunderbar ans Zündschloss ran. Wenn hier diese Smartphone-Halterung wäre, dann hätte man die auch gut im Blick. Könnte dann hier oben das Smartphone rauf machen. Und ja, also man hat ein wirklich schön eingepacktes Gefühl da drauf. Jetzt werdet ihr sagen, Mensch, aber was ist jetzt eine Gefahrensituation? Kommt man da mit den Füßen auch schnell raus? Das geht wirklich ganz fix. Also zack und dann sind sie draußen. Also man hat da jetzt keine Möglichkeit, ihr seht es auch hier vorne, ja, wenn ich ganz vorne bin, man hakt da nirgendwo ein, weil die Befestigung wirklich nur im vorderen Bereich ist. Durch diese Luftpolster trotzdem sehr stabil an der Seite, aber ich bin ganz schnell immer sofort draußen. Also da braucht man jetzt keine Sorge haben, dass man da in irgendeiner Form bei einer Gefahrensituation sich verhakelt. Also konstruiert, ganz, ganz toll. Jetzt mache ich vielleicht mal noch mal diesen vorderen Bereich hier ab und zeige euch mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir das so ein bisschen auseinanderbauen. Ja, ich habe jetzt mal den inneren Teil ganz rausgemacht, zeige euch den noch mal. So sieht das Ganze aus. Wird also hier mit den Reißverschlüssen und Klettverschlüssen an diesem Teil der Decke befestigt. Das ist auch alles sehr, sehr stabil. Den legen wir jetzt mal kurz beiseite. Jetzt haben wir also nur noch den etwas dünneren Teil übrig. Schützt nach wie vor genauso gut wie mit der anderen. Ist jetzt aber nicht mehr so warm. Also das andere ist schon ein bisschen kuscheliger, ein bisschen flauschiger innen drin. Das ist jetzt wirklich eine Regendecke, kann man sagen. Innen drin ganz toll verarbeitet. Also die ganzen Nähte sind nochmal abgeklebt mit Isolierung. Da kommt also kein Regen durch. Absolut wasserdicht. Dann der Brustschutz hier, den man auch nach innen legen kann. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn mich das Ganze jetzt stört und ich will aber nicht alles abschrauben, dann kann ich das Ganze auch zusammenrollen. Und hier innen drin ist so eine Halterung mit Klettverschluss. Das ist ganz praktisch, die ich hier nach außen legen kann. Und oben im oberen Bereich ist eine Schlaufe, wo ich das Ganze einfach einfädel. So, zack, ziehe das Ganze ran, mache es rum und schon kann ich mir die Beindecke so nach innen legen. Und die sind hier oben überall, diese Klettverschlüsse. Ja, also mit diesen Klettbändern hier oben könnt ihr dann das Ganze zusammenrollen, reinmachen. Hier unten wackelt es noch ein bisschen rum, aber da ist innen drin auch wieder ein Klettverschluss, wo man es einfach randrücken kann und dann ist es hier unten ganz weg. So, und dann habt ihr das Ganze reduziert. Sieht dann so aus. Jetzt kommt man natürlich ganz normal wie mit freiem Durchstieg wieder rauf. Hat dann so einen kleinen Schutz hier, den kann man dann halt hier so lassen.
Macht jetzt natürlich keinen Regenschutz, ist nur so ein bisschen Windableitung. Aber man hat die Decke jetzt dabei. Und im Fall der Fälle, wenn man sagt, ui, es fängt an zu regnen, ich brauche den Schutz, einfach die Klettverschlüsse hier aufmachen. Das geht ganz, ganz schnell. Die Bänder raus. Rüberziehen. Unten, wie gesagt, ist auch nur Klett. Zack. Und schon fertig. Super Sache. Ja, das war es mit dem heutigen Video zum Thema, wie schütze ich mich im Winter mit meiner Vespa vor der Kälte. Heute also Tucano Urbano Decke, Windschild und die Heizgriffe hatte ich beim letzten Mal schon gemacht. Vergesst bitte eine Sache nicht, denkt vorrangig immer erstmal an die Reifen, weil wenn ihr keine Bodenhaftung habt im Winter, dann nützt auch das ganze Schützen vor der Kälte und vor Regen nichts. Also Winterreifen raufmachen oder auch Allwetterreifen, die man das ganze Jahr abfahren kann mit einem stärkeren Profil, damit ihr da auf jeden Fall sicher seid. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr habt ein paar Anregungen bekommen, freue ich mich wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst gerne einen Kommentar unten. Nicht vergessen, die Glocke unten anzuklicken, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video gibt. Ja, fahrt weiterhin vorsichtig, gerade jetzt in der kommenden kalten Jahreszeit und wir sehen uns dann beim nächsten Video.